Wie Popstars feiern die Einwohner im befreiten Cherson die ukrainischen Soldaten. Aber für Marian und Sascha geht die Arbeit an diesem Tag direkt weiter. Ihre Spezialeinheit klärt in der Großstadt auf, was russische Truppen bei ihrer Flucht zurückgelassen haben und ob sie erste Spuren für Kriegsverbrechen finden. Fast überall stoßen die Soldaten auf pure Freude, aber auch auf Wut. Einwohner, die auf Leitern klettern, um russische Propaganda abzureißen. Dieses Plakat ist eine Lüge. Cherson ist ukrainisch. Der Flughafen Tschornobayewka. Ein Ort, an dem der Kampf um Cherson über Monate tobte. Zerstörte Panzer, Jeeps, Flugzeuge und Waffen. Bis vor 3-4 Tagen waren hier tatsächlich noch russische Soldaten und im Zuge dieses großen Abzugs der Truppen sind sie von hier verschwunden. Und jetzt gucken sich die ukrainischen Soldaten vor allem an, was ist hier noch zu gebrauchen und wo lauern auch Gefahren. Denn es sind sehr, sehr viele Minen, die hier überall in der Region verteilt wurden durch die russischen Truppen. Soldat Marian will eines der Gebäude durchsuchen. Auf die Wand haben russische Soldaten deftige Beleidigungen gegen Präsident Selenskyj gesprüht. Drinnen stoppt Marian plötzlich ab. Pass auf, hier sind Minen. Hier ist noch eine. Ist sie schon explodiert? Nein, nein, ist sie noch nicht. Unter der Erde des Flughafens tut sich eine ganz neue Welt auf. Es sind Positionen russischer Soldaten. Überreste ihrer Mahlzeiten, Matratzen, Süßigkeiten und eine Ausgabe der Militärzeitung Roter Stern. Dort finden sich Berichte über vermeintliche ukrainische Nazis und lauter Erfolgsmeldungen der russischen Armee. Nach dem Fluchtbefehl in Cherson muss das wie Hohn für die eigenen Soldaten klingen. Es sind auch Geschenke, die russische Truppen zurückgelassen haben. Am Flugfeld finden die ukrainischen Soldaten Munition, die sie noch gebrauchen können. Ihre Kollegen seien am Vortag sogar auf funktionstüchtige Panzer gestoßen, erzählen sie uns. Die Soldaten haben einen Tipp erhalten. Es sollen Massengräber auf einem Friedhof am Stadtrand von Cherson gefunden worden sein. Als sie ankommen, fordern sie den Friedhofsverwalter Nikolai auf, ihnen alles zu zeigen. Ja, diese Gräber sind alle nach dem 24. Februar hier entstanden. Ich meine, wer weiß schon, ob es ein natürlicher Tod war, ob sie getötet wurden oder gefoltert wurden. Ich kenne die Details nicht. Nikolai druckst herum. Er sagt, das sei alles, was er uns zeigen könne. Wir sollten uns besser auf anderen Friedhöfen der Stadt umsehen. Als er weg ist, finden wir nur 700 Meter weiter noch mehr neue, meist unbeschriftete Gräber, von denen uns der Mann nichts erzählt hat. Die Aufarbeitung in Cherson, so viel steht fest, hat gerade erst begonnen. We're going today to Cherson, the city in southern Ukraine that spent 9 months under Russian occupation. Russian troops pulled out last weekend. Today we're hoping to see a Russian detention facility in the city that was used to interrogate local Ukrainians. This is one of the detention centers used by the Russians to question Ukrainians who've been arrested in Kherson, mainly people who were suspected of passing information to the Ukrainian army about the Russian positions here. This building is a former pre-trial detention center, as we understand it, and it was used for holding Ukrainian prisoners. In here you can also see graffiti. This bit here says Russia forever, I think. And that over there says, Zelensky, we are coming. Jetzt beginnen die Ermittlungen in Cherson nach dem Abzug von Putins Soldaten. Ermittelt wird zu deren möglichen Verbrechen. Die Polizei berichtet, sie habe Verhör- und Folterzentren gefunden, in Kellern von Wohnhäusern, aber auch in Schulen und in dieser Polizeistation. We understand there are some rooms where there are torture implements that have been found.
We're not being allowed access to that, but there's a large-scale investigation now being carried out by the Ukrainian prosecutors. These are some of the rooms in the detention centre. It's not clear whether they were used for detaining prisoners at the moment or whether these were used as living quarters. It's only once Russia leaves that you get a sense of what they've done. What allegedly happened here is a picture of brutality. This used to be a police station in Cherson. After Russian forces took control, officials say it became a torture chamber. In Cherson, daily life runs alongside grim discoveries. A mass grave was found here. Elsewhere in the city, the bodies of 63 civilians were also found. They all, say investigators, showed signs of being tortured. There were more than 3,000 crimes committed throughout occupation, the chief investigator tells us. 90% of them are war crimes, including rape, torture and murder. As the evidence mounts, so do Moscow's denials of targeting civilians. But when Russia retreats, it leaves a now familiar footprint. James Waterhouse, BBC News, Cherson. On a floor in the basement of the Calvary Baptist Church in Cherson, empty mattresses and a room full of cushions used as makeshift beds. For 7 long months, this was home to 46 Ukrainian babies and toddlers until the Russians took them away. All of them were orphans. Cherson was the first major city to fall to the invaders. A local orphanage, home to children from 4 months to 4 years old, was dangerously close to the fighting. There were battles, explosions, helicopters and planes flying overhead, says the church pastor, Fedor Kozanets. But even more terrifying, the Russians started hunting for children. So the orphanage spirited away the young children under their care and hid them here in the basement of Kozanets' church. Some had just begun to walk, he says. I remember one coming to me and taking my finger in his hands. The conditions were Spartan, but they were safe and the children cared for, protected, or so they thought. Then one day the Russians came for the children, first forcing them back to the orphanage and then abducting them. The Russians were under fierce attack from Ukraine's army, Kozanets says, so they loaded the children onto buses and drove them in a column with Grad rocket launchers, using the children as human shields. Amid the daily reports of the horrors of war, the abduction barely made a ripple. On Telegram, the governor of Kherson Oblast posted that the Russians took the children to Crimea and pleaded for their return. Little Ukrainians illegally detained by the Russians must return to Ukrainian territory as soon as possible, the governor said. There are many other orphans in Kherson. We met some of them via video conference last spring. And when we went looking for them, some had been taken. Others had managed to hide in people's houses until the day of liberation. But they're the lucky ones. More than 8,000 children have been removed by the Russians. The forced removal of Ukrainian children to Russia is one of the most emotionally charged war crimes that the Russians are accused of. Ukraine is determined to get every child back from Russia. President Zelensky saying, Ukraine will not be conquered, our people will not surrender, and our children will not become the property of the occupiers. A warning that any peaceful resolution of the war may well hinge on their safe return. For now, Ukraine can only document this war crime, but there are so many children who have disappeared. In Kherson, no one has come yet to investigate. The number of suspected war crimes is so overwhelming. Maxim erzählt, dass hier sowohl physisch als auch psychisch misshandelt wurde. Wenn Sie mich verhört haben, drohten Sie meiner Tochter oder meiner Mutter etwas anzutun. Wer neben diesem Polizeigefängnis wohnt, hat oft mitbekommen, dass direkt nebenan Mitbürger misshandelt wurden.
Ich habe oft Schreie gehört. Ganz offenbar wurden da Menschen gefoltert. Nicht nur einmal habe ich gesehen, wie sie hier Leute mit schwarzen Tüten über dem Kopf hingebracht haben. Angela, a TV journalist, now in Kiev, spent 31 days there. On the third floor, people, men, were beaten. On the first floor, we heard that it was electrocution. When the person is being tortured with electricity, you hear it. It is a peculiar sound. After hearing what Angela's been through, you get a really vivid glimpse of what this place must have been like. There is still the smell of burning in the air, but the silence is almost deafening, and each one of these rooms has its own story, and all of them will come out over time. She shared cell number 6 with 4 other women. What she didn't know was that her boyfriend was there too. There were some people who were electrocuted. It was horrible. One guy was brought to the cell after interrogation. His tongue was black. It was so swollen, he couldn't put it back in his mouth. Der Polizei zufolge sind an 11 Orten Menschen gefangen gehalten worden. Teilweise hätten russische Streitkräfte sie sogar gefoltert. Man sitzt auf einem Stuhl, die Hände gefesselt und der Kopf bedeckt. Und wenn sie etwas über dich herausfanden, was ihnen nicht gefiel, haben sie dir Stromstöße am Hals oder in den Ohren verpasst. Nach unseren Informationen gab es hier Foltermethoden wie Schläge mit Gummi- und Holzprügel oder Elektroschocks. In Zellen wie dieser sollen die Russen oft brutal vorgegangen sein. Das Schlimmste aber war, den ganzen Tag zu hören, wie die anderen gefoltert wurden. Ihre Schreie waren furchtbar. Über 400 Fällen russischer Kriegsverbrechen gingen die Behörden in Cherson nach. 63 Leichen mit Folterspuren seien entdeckt worden, heißt es auf ukrainischer Seite. Aber es müsse alles erst noch geprüft werden. Vor ihrem Abzug haben die Russen große Teile der Infrastruktur zerstört. Erste mobile Hotspots bringen Cherson das Internet zurück. Endlich können die Menschen ihren Verwandten in anderen Teilen der Ukraine berichten, dass es ihnen gut geht. Derweil verarbeiten ihre Kinder im Spiel, was sie in den letzten Monaten erlebt haben. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people